An die Nachgeborenen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Das Bild, das heute von ihm gemacht wird, in der Presse und so weiter, ist mir so fremd. Es hat so gar nichts zu tun mit dem Brecht, den ich kannte. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für Weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Da kam so ein kleiner, höflicher Mann auf uns zu und gab mir die Hand. Und eine Schiebermütze auf. Und der sagte, guten Tag. Also so zurück. Und ich dachte, das ist ein Handwerker. Tippte an seine Mütze, gab mir die Hand und sagte: Brecht, stellte sich vor. Das können Sie sich nicht vorstellen, was das ist. Das ist wie wenn ein langhaariger Mensch in einem weiten Gewand auf Sie zugeschritten kommt, gibt Ihnen die Hand und sagt: Jesus von Nazareth, stellt sich vor. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Bei der Trauerfeier werden keine Reden gehalten. So hat er es verfügt. Doch als sich der arme BB nicht mehr wehren kann, begräbt man ihn unter Vorurteilen. Im Osten als Staatsdichter, im Westen mal als Ideologen und Kommunistenknecht, mal als Ausbeuter. Man legt ihn auf Weltanschauungen fest. Ausgerechnet ihn, der sich über herrschende Ansichten stets lustig gemacht und empfohlen hat, sich an die Tatsachen zu halten. Er hat Sachen gezeigt und klargestellt, die Leute nicht hören wollten. Und schon gar nicht in Westdeutschland zu der Zeit. Aber auch in Ostdeutschland zu der Zeit. Er hat ja nirgends hingepasst. Und würde heute noch weniger irgendwo hinpassen. 48 Stücke. Keiner wird auf der Welt mehr gespielt als er, außer Shakespeare. 2334 Gedichte. Seine Lieder sind Schlager geworden. 4 Kinder, wie viele Frauen. Kunst war für ihn Vergnügen und die größte aller Künste, die Lebenskunst. Am 10. Februar 1898 wird Eugen Berthold Friedrich Brecht in Augsburg geboren. Den Lärm des Lechkanals neben dem Geburtshaus muss der kleine Eugen nicht lange ertragen. Die fürsorglichen Eltern ziehen mit ihren beiden Söhnen in eine bessere Gegend um. Er wächst wohlbehütet auf in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Ein nervöses Kind, Sorgen bereiten seine Herzbeschwerden. Bald vertraut er seinem Tagebuch an, er kommandiere sein Herz. Es sei schön zu leben. Die Volksschule findet er langweilig. Er geht zunächst in die Schule der protestantischen Kirchengemeinde bei den Barfüßern. Die Bibel fasziniert ihn. Sie sei unvergleichlich schön, stark, aber ein böses Buch. Eines Tages kam mein Vater die Treppe runter mit einem dicken Buch in der Hand und sagt: Barbara, hier ist ein Buch in der schönsten Sprache, die es in Deutschland gibt, geschrieben, beziehungsweise übersetzt. Du wirst viel Spaß dran haben. Hat mir die Bibel gegeben. Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt keiner Morgen mehr. Lasst euch nicht belügen, das Leben wenig ist.
schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Wir haben oft uns mal mit ihm auch über Bibeltexte dann unterhalten. Also es war ja nicht so, dass er war ein Atheist, aber er war kein Mensch, der sich nicht mit solchen Dingen, mit solchen Dokumenten beschäftigte. Aber das ist typisch Brecht, der war ein Atheist, aber der Sarg ist ein Zinksarg, nicht? Ja, also verbrennen hat er sich nicht lassen. Nee. Das ist aber typisch Brecht, diese Inkonsequenz, dieses typisch Brecht. Und das ist eigentlich auch schön, das ist auch angenehm, dass so ein großer Geist sagt, also ich weiß ja nicht, packt mich in den Zinksarg und lötet den zu. Wenn Jahrmarkt ist, ist der kleine Brecht nicht zu halten. Die Schaubuden, Moritatensänger und Clowns ziehen ihn magisch an. Formen und Motive, die sich in späteren Stücken finden. Am liebsten treibt er sich auf dem Plärrer rum, dem Augsburger Volksfest. Wer Schiff schaukelt, kann kein Spießer sein. Und Spießer werden will er auf keinen Fall, sondern Dichter. Sein erstes Drama nennt er gleich die Bibel. Um Erfolg zu haben, muss man gelesen werden. Eugen Berthold gründet die Schülerzeitschrift Die Ernte. Für die braucht er Mitarbeiter. Es ist alles so, wie es später sein wird. Brecht ist der unbestrittene Mittelpunkt seines Freundeskreises. Am meisten veröffentlicht er, auch unter dem Namen von anderen. Wer was geschrieben hat, ist nicht so wichtig. Hauptsache, man hat Spaß. Diese große Unfähigkeit, alleine etwas zu machen. Und das war seine enorme Begabung. Nicht? Die kenne ich also von keinem anderen so. Und das hatte zur Folge, dass man als Mensch bei ihm, als Partner, auch akzeptiert wurde, weil man gebraucht wurde. Nicht? Brecht hat sich als einzelner Mensch furchtbar gelangweilt. Hätte sich Brecht nicht so viel gelangweilt, wäre er nie ein großer Dichter geworden. Die Clique gründet 1916 einen Interessenbund. Man zieht durch Kneipen, feiert, dichtet und provoziert mit Versen zur Klampfe. Ich monologisiere in Jamben. Wir lesen Hamlet, über Zarathustra wird gesprochen. Jetzt wachen nur mehr Mond und Katz, die Menschen alle schlafen schon. Da trottet übern Rathausplatz Bert Brecht mit seinem Lampion. Von Branntwein toll und Finsternissen, von unerhörten Güssen nass, vom Frosteis weißer Nacht zerrissen, im Maßkorb von Gesichten blass, von Sonne nackt, gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb, aus Hunger, Fieber und Gestank, sang alles, was noch übrig blieb. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläht, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um Sankt Marie die See. Der Erste Weltkrieg. Für den jungen Brecht ist er sofort Thema. Um in der Lokalpresse gedruckt zu werden, muss er den Ton der Zeit treffen. Mutter sein, das heißt leiden, schreibt er. Und wählt als Pseudonym Berthold Eugen. Als der Krieg immer mehr Opfer fordert und auch Freunde unter den Toten sind, ändert sich seine Haltung. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Diesen Ausspruch des Horaz bezeichnet er in einem Schulaufsatz als Zweckpropaganda. Nur Hohlköpfe könnten die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden. Brecht erhält einen Eintrag ins Jahreszeugnis. Solche Provokationen kommen bei den Freunden an. Man veranstaltet literarische Kämpfe. Die Verse entstehen nicht am Schreibtisch, sondern in der Natur. Man trifft sich in den Lechauen. Das Leben wird immer literarischer, Kunst wird gelebt. Zur Clique gehören nun auch Frauen. Brecht lernt seine Jugendliebe Paula Barnholzer kennen. Bi nennt er sie, sich selbst Bidi. Nun hat mich bittersüß lieb, so nenne ich Paul. Sie ist wundervoll, weich und frühlingshaft, scheu
und gefährlich. Bittersweet. Das hat er ausgesucht. Vielleicht stimmt's. Bitter war es, weil ich so wenig geneigt war, mit ihm so intim zu werden. Ne? Und das war das Bittere für ihn. Hat ein Weib fette Hüften, tu ich sie ins grüne Gras. Rock und Hose tu ich lüften sonnig, denn ich liebe das. Und dann sagte er, hat in Augsburg als junger Mensch die Mädchen in 2 Kategorien eingeteilt. Und jetzt dachte ich, kommt ein wissenschaftlicher Vortrag. Und die Kategorien sind, lasst die oder lasst die nicht. Beißt das Weib vor Ekstase, wisch ich ab mit grünem Gras, Mund und Biss und Schoß und Nase sauber, denn ich liebe das. Er singe nicht schön, aber hinreißend, sagen seine Freunde, trunken von seinen eigenen Versen, wie andere von Wein. Sein erstes größeres Drama nennt er Baal. Titelfigur ist ein Lyriker, der mit aufreizenden Versen provoziert, wie Brecht. Ein Spieler, seinen Freund bringt er um, die Geliebte begeht Selbstmord. Baal selbst verreckt, wird eins mit der Erde. Anfang 1918 droht Brecht der Militärdienst. Nur wenige aus der Klasse sind noch da. Er wird Krankenwärter in einem Lazarett. Sein Freund, der spätere Bühnenbildner Kaspar Neher, muss an die Front, als man, wie Brecht schreibt, schon die Toten für den Kriegsdienst ausgräbt. Und als der Krieg im 4. Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihtem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau, oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat wär KV und er drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnt, wenn man keinen Helm auf hat, die Sterne der Heimat sehen. Die Legende vom toten Soldaten wird Brechts Namen später auf die schwarze Liste der Nazis bringen, an prominente 5. Stelle, und als Begründung für seine Ausbürgerung herhalten. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. November 1918, Revolution. Brecht sagt später, er habe damals an einem Mangel an politischen Überzeugungen und Begeisterungsfähigkeit gelitten. Er studiert in München. In seinem Stück über den Spartakusaufstand Trommeln in der Nacht entscheidet sich der Kriegsheimkehrer Kragler gegen die Revolution und für das weiche Bett seiner Braut. Die Uraufführung in München wird zur Sensation. Das erste Brecht-Stück auf der Bühne. Und gleich ein ganz neues Theater. Die Bühne als Kulisse, das Theater stellt sich selbst aus. Die Wirklichkeit ist hinter der Fassade. Es ist gewöhnliches Theater. Es sind Bretter und ein Papiermond und dahinter die Fleischbank. Die allein ist leibhaftig. Glotzt nicht so romantisch. Für Trommeln in der Nacht erhält Brecht den Kleistpreis. Begründung: Er habe über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Schon Jahre zuvor hatte er sich in der Nische des Augsburger Theaters als neuer Schiller fotografieren lassen. Er war so überzeugt, dass er ein ganz großer Mann wird. Er hat gesagt, ich traue es ja gar nicht sagen, wenn man glaubt, er hat gesagt, ich komme gleich nach Goethe. Wenn ihr die Meinung eines bedeutenden Mannes über mich hören wollt, brauche ich euch nur zu sagen, dass ich eine ausgezeichnete Meinung von mir habe. Brecht macht antibürgerliches Theater. Mit Karl Valentin spielt er in dessen Oktoberfestbude. Ihn und Charlie Chaplin nennt er als Vorbild.
Mit Valentin dreht er die filmgroteske Mysterien eines Frisiersalons. Bei Brecht war das Wort komisch ja eines der, sagen wir mal, ganz großen Superlative der Beurteilung von Handlung. Das ist komisch oder das ist heiter oder das ist lustig. Es ist nicht die frühe Geburt des lyrischen Mathematikers, der Brecht in keiner Weise war, sondern wenn er es war, hat er sich dazu gezwungen, weil er es so wenig hatte. Er hatte zu mir mal gesagt, ich bin so logisch, ich zwinge mich zur Logik, weil ich so wenig davon in mir habe. Am Augsburger Stadttheater lernt er die Schauspielerin Marianne Zoff kennen. Er geht einfach in die Garderobe und bietet sich als Liebhaber an. Marianne stimmt zu, will aber auf ihren reichen Freund nicht verzichten. Auch Brecht hält die Beziehung zu Bie aufrecht. Bie bekommt ein Kind, Frank. Für ihre Eltern eine Schande, sie lehnen Brecht als Schwiegersohn ab. Frank kommt heimlich im Allgäu zur Welt und wird dort in Pflege gegeben. Als auch Marianne schwanger wird, heiratet er sie. Er, der immer sagte, er müsse die Ellbogen frei haben, allein schlafen. An seine Tochter Hanne schreibt er einen Brief. Willst du nicht deinen Erzeuger wieder betrachten, wie immer er auch aussieht, deinen schwarzen Erzeuger, Hanne? Wenn er in dein Zimmer tritt, sagt er Salam, Erhabene, was ein Sakrileg ist, da du nicht vorhanden bist. Und er ist außerdem blass, weil er zwischen Küche und Gang ein Gespenst gesehen hat, das Windeln wusch und ihn an eine Frau erinnerte, die er einmal gekannt hat. So meine Mutter gewiss. Wir sind zusammen spazieren gegangen und die Menschen sind stehen geblieben und haben sich totgelacht über uns. Und warum? Weil ich ihm so ähnlich war. Den jungen Vater zieht es weg, aus Augsburg und München. Um sich als Dichter durchzusetzen, braucht er die Metropole. Im Nachtzug nach Berlin schreibt er die Erinnerung an die Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Unter das Gedicht schreibt Brecht: Im Zustand der gefüllten Samenblase sieht der Mann in jedem Weib Aphrodite. Berlin. Die Kälte der Stadt fasziniert ihn. Er nennt sie Dickicht und Dschungel. Nur schwer fasst er Fuß, führt ein Leben mit ständig wechselnden Unterkünften. Einmal muss er in die Charité, zu wenig essen, zu viel Alkohol. Den gibt es billiger. Er freundet sich mit dem jungen Dramatiker Arnold Bronnen an, schreibt jetzt seinen Namen wie er, Berthold, wie Arnold mit T. Bei Bronnens Stück Vatermord führt er Regie. Kein schlechter Einstieg. Die Inszenierung ist mit Stars wie Heinrich George besetzt. Doch Brecht findet alles, was die machen, scheiße. Nach heftigen Krachen legt er die Regie nieder und feiert das wie einen Triumph. Mit denen wäre es nie was geworden. Er sucht sich Verbündete. Leon Feuchtwanger, es wird eine lebenslange Freundschaft. Den anderen Erfolgsautor der Zeit erklärt er zu seinem Gegner. Keinen geringeren als Thomas Mann. Er nennt ihn einen bourgeoisen Hersteller künstlicher, eitler und unnützer Bücher. Brecht rechnet mit der etablierten Literatur ab. Onanieren passiert, mit Parisern Vögeln passiert, aber diese Leute onanieren mit Parisern. Ich sitze nicht bequem auf meinem Hintern, er ist zu mager. Mein Appetit ist zu schwach.
Ich bin gleich satt. Die Wollust wäre das Einzige, aber die Pausen sind so lang, die sie braucht. Wenn man den Extrakt ausschlürfen könnte und alles verkürzen, 1 Jahr vögeln oder 1 Jahr denken. Für einen starken Gedanken würde ich jedes Weib opfern. Beinahe jedes Weib. In Berlin lernt Brecht die Österreicherin Helene Weigel kennen. Sie gilt in ihrer Heimat als eine der begabtesten Schauspielerinnen. Mit ihr zeugt er den nächsten Spross, Stefan. Lasst sie wachsen, die kleinen Brechts. Mit 26 hat er 3 Kinder von 3 Frauen, keinen ordentlichen Beruf und ständig Geldsorgen. Zukunftsangst hat er keine. Die Stadt im Licht, Berlin. Unterhaltung ist hier Massenware. Eine neue Kulturindustrie ist entstanden. Und Brecht bedient sie, er schreibt Revuen und Songs. Das Kunstwerk ist jetzt Ware. Brecht erkennt das und nutzt die Marktgesetze aus. Er arbeitet für alle Genres, veröffentlicht in Modejournalen, verfasst Schallplattentexte und Reklamegedichte. Die Sportpaläste sieht er als Vorbild für sein neues Theater an. Besonders begeistert ihn das Boxen. Dort gebe es klare Regeln, trainierte Leute mit feinstem Verantwortungsgefühl und ein fachlich geschultes Publikum. Sein Songspiel Mahagoni lässt er in einem Boxring spielen. Nicht nur die Vermarktung, auch die Herstellung des Kunstwerks habe sich verändert. Dem Dichter genügen nicht mehr ein wenig Einsamkeit und ein Federhalter. Das reicht nur für kleinere Hütten. Größere Gebäude kann man so nicht errichten. Dazu braucht man ein Kollektiv. Und das beschafft sich Brecht auch in Berlin. Elisabeth Hauptmann lässt er vom Verlag bezahlen. Sie wird in den nächsten Jahren seine wichtigste Mitarbeiterin und seine Geliebte. Seine Haltung war so einmalig, so einmalig selbstverständlich, locker, natürlich. So im Kollektiv. Kam es zur Diskussion, hat man gemerkt, wo die Argumente waren. Sie schreiben hier von Autorität was. Die Autorität bildete sich aufgrund der besseren Argumente meistens. Er fing erst an, so ein paar Begriffe zu sammeln im Sessel. So, und dann fing er an, Text zu sprechen. Und die anderen schrieben mit. Er schrieb nicht. Ne? Formulierte Passagen in den Raum, Dialoge, Monologe. Ne? Und so, und wenn er sagte, geht das so, dann wusste man, war er fertig. Es gibt den Vorwurf gegen Brecht, er habe seine Mitarbeiter ausgebeutet. Wie beurteilen Sie das? Es ist lächerlich. Der hat genauso gut weggeschenkt, wie er genommen hat. Das ist, man kann das auch gar nicht unterscheiden. Wir haben ihn ausgebeutet, bis auf den Grund der Seele. Ich beute ihn seit 50 Jahren jeden Tag aus, wenn Sie so wollen. Ja, wieso soll er nicht Texte übernehmen? Er hat auch Texte spendiert. Ich meine, was ist das für ein spießiger Begriff? Nein, also seine Mitarbeiter ausgebeutet. Also, ich meine, was hat der gegeben? Ne? Wir haben unendlich viel gelacht, während der ernstesten Arbeit. Und wir sind auch abgeschweift. Aber das war dann immer so, hat sich so ergeben, nicht wahr? Und es hat der Arbeit eigentlich nie geschadet. Die Arbeiten sind ja fertig geworden. Beim Festival der Kammermusik in Baden-Baden präsentiert das Brecht-Kollektiv einen neuen Spieltyp, das Lehrstück. Eigentlich ist Publikum gar nicht nötig. Das Lehrstück belehrt die Schauspieler. In einer Szene werden einem Clown Arme und Beine abgesägt. Ein Skandal. Das Ende des Musikfests. Bei der Inszenierung von Mann ist Mann in Berlin lässt er Soldaten mit Stelzen und Drahtbügeln auftreten, als besonders große Ungeheuer. Als episches Theater bezeichnet er all das. Elisabeth Hauptmann übersetzt für ihn John Gays Beggar's Opera. Zur Neueröffnung des Schiffbauer-Damm-Theaters bearbeitet er das Stück. Er nennt es die Drei-Groschen-Oper. Nein, die wäre sicher nicht gekommen. Aber mein Gott, das war auch drin. Wozu konnte ich denn Englisch? Wozu? Für die Musik setzt Brecht Kurt Weill durch. Gegen den Willen des Theaterintendanten Aufricht.
Weil gilt als atonaler Komponist. Die Zeit ist ohnehin knapp. Brecht und Weil ziehen sich nach Südfrankreich zurück. Textdichter und Komponist arbeiten Hand in Hand. Auch das ist neu. Für die Proben bleiben 3 Wochen. Es gibt Umbesetzungen, Kräche, das reinste Chaos. Aufricht sucht vorsichtshalber ein Ersatzstück und der eitle McKees-Darsteller Paulsen will einen effektvollen Auftritt und eine himmelblaue Krawatte tragen. Brecht brüllt, findet aber die Lösung. Er schreibt ein Lied, das Paulsen nicht charmant, sondern besonders grausam erscheinen lässt. Die Moritat von Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. August 28, die Uraufführung Der Welterfolg. Im Programmheft die Namen des Kollektivs. Brecht lässt sich unter Bearbeitung nennen. Auch für Weils Frau Lotte Lenia bringt die Oper den Durchbruch. Starkritiker Alfred Kerr weist nach, Brecht hat von François Villon abgeschrieben. Brecht darauf, in Fragen geistigen Eigentums denke er lax. Die Songs werden zu Schlagern, die Oper erreicht ein Massenpublikum. Und das mit radikaler Gesellschaftskritik. Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Band und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Wir haben 6 Zylinder und 30 Pferdekräfte. Wir wiegen 22 Zentner. Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Herz. Brecht ist Autonarr. Mit dem Gedicht Singende Steierwagen gewinnt er ein Preisausschreiben der Firma Steyr und damit ein Auto. Als er verunglückt, lässt er den Unfall in einer Fotoreportage rekonstruieren und erklärt, dass man in diesem Auto einen Unfall ohne Schaden überstehen könne. Dafür bekommt er einen neuen Steyr. Ende der 20er ist Brecht ein Weltstar. Für wenige Jahre ist er nun reich. Von den Einnahmen der Drei-Groschen-Oper kauft er sich ein Haus in Utting am Ammersee. Und für ihn noch wichtiger, er kann unabhängig arbeiten. Auch privat läuft es gut. Trotz der vielen Affären hält Helene Weigel zu ihm. Mit ihr bekommt er eine Tochter, Barbara. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. 1. Mai 1929, Blutmai. Der sozialdemokratische Polizeipräsident Berlins lässt auf demonstrierende Arbeiter schießen. Es gibt Tote und Verletzte. Von der Wohnung Fritz Sternbergs aus sieht Brecht, wie Menschen erschossen werden. Sternberg notiert, ich glaube, es war nicht zuletzt dieses Erlebnis, das ihn dann immer stärker zu den Kommunisten trieb. Brecht hat zu diesem Zeitpunkt John Marx gelesen, doch er hält Distanz zur Partei. Er will ein Stück über die Weizenbörse schreiben und er will wissen, wie der Markt funktioniert. Erstens vergesslich kommt das Fressen, zweitens kommt die Liebe dran, drittens das Boxen nicht vergessen, viertens saufen, solange man kann, von allen
Der Börsencrash in New York leitet die Weltwirtschaftskrise ein. Die brutalen Auswirkungen des Kapitalismus werden nun Thema seiner Stücke. 6 Millionen Menschen sind in Deutschland arbeitslos. Mit der heiligen Johanna der Schlachthöfe will Brecht zeigen, dass Reformen den Unterdrückten nicht weiterhelfen. Von nun an arbeitet er mit dem Komponisten Hanns Eisler zusammen. Er dreht den proletarischen Spielfilm Kuhle Wampe. Eisler schreibt die Musik. Politisch wird Brecht immer radikaler. Seine Theaterfassung von Maxim Gorkis Die Mutter widmet er den für die proletarische Sache kämpfenden Frauen. Helene Weigel spielt die Hauptrolle. Ihr schenkt er kleine Zettel mit Wiegenliedern für ihr Schatzkästchen. Papa schenkte gerne so sehr hübsche kleine Schächtelchen. Für die Helly zum Geburtstag Wiegenlieder auf Klopapier. Als ich dich in meinem Leib trug, war es um uns gar nicht gut bestellt. Und ich sagte oft, der, den ich trage, kommt in eine schlechte Welt. Und ich nahm mir vor zu sorgen, dass er sich da etwa auch nicht irrt. Den ich trage, der muss Sorgen helfen, dass sie endlich besser wird. In dem Lehrstück Die Maßnahme wird ein junger Genosse zum Tode verurteilt wegen mangelnder revolutionärer Disziplin. Mit seinem Urteil ist er einverstanden. Das Gericht wird gespielt von mehreren Arbeiterchören. Von den Parteikommunisten wird die Maßnahme heftig kritisiert. Sie widerspreche den Tatsachen der revolutionären Wirklichkeit. Der parteilose intellektuelle Brecht bleibt den Kommunisten suspekt. Anfang der 30er Jahre verschärft sich die Krise. Immer häufiger kommt es zu Nazi-Krawallen. Auch Brecht-Stücke werden gestört, regelrechte Tumulte organisiert. Den Nazis ist der Autor der Drei-Groschen-Oper und der Legende vom toten Soldaten besonders verhasst. Der nächste ruht, die Augen fest geschlossen, fast halb marschiert, mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut gehören schon geflossen, marschieren im Geist in seinen Reihen mit. Nachdem Hitler an der Macht ist, wird der Aufenthalt für Brecht in Deutschland gefährlich. Auf die Rückseite dieses Fotos schreibt er, die Kisten sind gepackt. In der Nacht nach dem Reichstagsbrand kehrt Brecht nicht mehr in seine Wohnung zurück. Am nächsten Morgen nehmen er und Helene Weigel den Zug nach Prag. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten. Das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer, sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Auf der Flucht vor seinen Landsleuten gelangt Brecht mit seiner Familie auf Umwegen nach Dänemark auf die Insel Fünen. In Svendborg kauft er das Haus mit dem Strohdach, mit 4 Türen daraus zu fliehen, wie er schreibt. Sie sehen mich hier sitzen und auf den Sund hinausschauen. Ich sitze hier als Verbannter. Und man hat mir vor allem anderen meine Leser und Zuhörer weggenommen, deren Sprache ich schreibe. Und das sind nicht nur Menschen, denen ich Dichtungen ablieferte, sondern Menschen, denen mein tiefstes Interesse gilt. Und jetzt werden diese Menschen unsagbaren Leiden unterworfen. Wie soll ich das aus meinem Schreiben heraushalten? Schöne Wörter zusammenzusetzen, das ist keine Kunst. Wie soll Kunst die Menschen bewegen, wenn sie selber nicht von den Schicksalen der Menschen bewegt wird? In Dänemark wurde er immer gelähmt von der Natur. In seiner Betrachtung einer grässlichen Welt, einer grässlichen, im Aufstieg befindlichen Faschismus, der ja halb Europa besetzte. Und da hat er überlegt, was kann ich machen, um mir diese Kälte, die da in ihm bleiben sollte, als ungeheurer Produktivität, was kann ich machen? Da hat er sich einen Zettel über sein Bett gemacht, hat er mir erzählt, und da stand drauf: Folgendes haben mir die Faschisten gestohlen: eine gesamte Bibliothek, einen antiken Tisch,
4 Stühle. Also penetrante Aufrechnung seiner Verluste. Auf Fünen besuchen ihn die alten Freunde aus Augsburg. Brecht will Kontakt nach Deutschland halten. Auch sein Vater kommt, zu dem er nach wie vor ein gutes Verhältnis hat, und seine Tochter Hanne. Da hat er eben wollen, dass ich seine Gedichte auswendig lerne und somit nach Deutschland bringe. Nicht? Und ich hatte keine Lust. Man hat doch nie gemacht, was der Vater sagt. Ja, das war es dann für lange Zeit das letzte Mal, glaube ich, ja, dass ich ihn sah. Um Kinder und Haushalt kümmert sich Helene Weigel, wie schon in Deutschland. Sie hält ihm den Rücken für die Arbeit frei. Der Verlässlichen, der die Polizei den Mund zuhielt, der Unerschrockenen, die den Unterstand baute mit dem Strohdach, das Gesicht nach Süden gewandt, der Freundlichen und Verständigen, welche die Kinder zu Freundlichen machte, und zu Verständigen der Warmherzigen. Sich immer auf Helly verlassen und auf ihre Freundlichkeit. Immer. Wollte nie weg. Das andere war Künstlerleben. Zu diesem Künstlerleben gehört ab sofort Ruth Berlau, die Rote Ruth, Schauspielerin und extravagante Frau eines dänischen Arztes. Die Ruth kam aus zwar Upper Class und gut erzogen, war gut verheiratet, aber sie war das, was im besten Sinne man eine Anarchistin nennt. Eine unbeschreiblich starke Frau, die mit 17 Jahren auf dem Fahrrad von Dänemark nach Moskau gefahren ist, die in den Spanienkrieg ging als Frau. Und so weiter, nicht? Also, und er hat das bewundert. Und die hat sich, selbst wenn sie zu Besuch bei uns war, so an den Brecht herangemacht und so an ihn festmachen wollen, dass es mir als junges Mädchen sehr peinlich war. Brecht und Ruth Berlau. Eine Beziehung so intensiv wie belastend. Zu sich nach Skovsbostrand lädt er befreundete Künstler ein, Hans Eisler, Walter Benjamin. Auch Elisabeth Hauptmann kommt. Für Brecht hat sie den Großteil seiner Manuskripte aus Berlin herausgeschafft. Trotzdem macht er ihr Vorwürfe, weil ein Koffer fehlt. Elisabeth Hauptmann ist tief verletzt. Und noch eine reist ihm nach, Margarete Steffin. Brecht nennt sie den kleinen Soldaten der Revolution. Wenn die beiden getrennt voneinander sind, schreiben sie sich Sonette. Als wir zerfielen einst in Du und ich und unsere Betten standen hier und dort, ernannten wir ein unauffällig Wort, das sollte heißen, ich berühre dich. Das Wort ist mir Umarmung, ist mir Kuss, die ich so lange auf dich warten muss. Ich küsse es in jedem deiner Briefe. Das geheime Wort setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben eines Sonetts von Margarete Steffin. Es heißt: Grüß Gott, Bidi. Nachts, wo die Wäsche an der Hecke hing, am Bach im Wald du standest, rings war Wildnis, im kleinen Holzbett unterm Bronzebildnis, auf schwedischem Bett im Arbeitsraum, er fing eben zu trocknen an. Lieber Bidi, einen Tag bevor du mir das 8. Sonett geschickt hast, habe ich zufällig genau das versucht, aber ich habe es weggeworfen und mich geschämt, als ich das deine sah. Eines hast du aber vergessen, den Wagen. Wie alle anderen Damen wollte sie uns eine Mutter sein. Und wir hatten eine Mutter. Wir haben sie alle nicht gemocht. Eine wie die andere. Ich mochte die weinerliche Elisabeth Hauptmann nicht. Ich mochte die besoffene Berlau nicht. Und die war ja immer besoffen. Also nichts vormachen, dass das jetzt der Brecht war oder so. Oder der Kummer darüber. Das war eine Säuferin. Paris 1935, Schriftstellerkongress, der ganz im Zeichen der Volksfront steht. Heinrich Mann und andere halten flammende Reden zur Rettung der Kultur. Nur Brecht tanzt aus der Reihe. Die Kultur ist gerettet, wenn die Menschen gerettet sind. Darauf beschimpft man ihn als Trotzkisten. Sarkastisch notiert er: Wir haben soeben die Kultur gerettet. Wir haben beschlossen, lieber alles zu opfern, als die Kultur untergehen zu lassen. Nötigenfalls wollen wir 10 bis 20 Millionen Menschen dafür opfern.
Zuvor war Brecht mit Margarete Steffin nach Moskau gereist. Die Aufmärsche vom 1. Mai beeindrucken ihn. Die Einweihung der Metro feiert er in einem Gedicht. Begeistert ist er von dem chinesischen Schauspieler Meilan Fang, der in Moskau ein Gastspiel gibt und auch als Frau auftritt. Brecht sieht Parallelen zu seinem epischen Theater und schreibt über die Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielkunst. Verfremden heißt für ihn, einem Vorgang das Selbstverständliche zu nehmen und über ihn Staunen zu erzeugen. Er will Kontakte machen und für sein Theater werben, doch was er will, kommt hier nicht an, trotz der Unterstützung seines Freundes Sergei Tretjakow. Offiziell ist er von der Sowjetunion angetan, wenn auch nicht so euphorisch wie sein Freund. Stalin hat Humor und ist empfänglich für Humor. Man begreift, warum die Massen ihn nicht nur verehren, sondern auch lieben. In Moskau beginnen die Prozesse Stalins gegen seine angeblichen Gegner. Den sogenannten Säuberungen fallen in den folgenden Jahren Millionen Menschen zum Opfer. Auch Brechts Künstlerfreunde geraten in die Schusslinie und kommen in Arbeitslagern um. Sergei Tretjakow, Ernst Ottwald, Karola Neher. Und der Name Brecht taucht in Moskauer Protokollen auf. Seit dem Schriftstellerkongress in Paris hat Stalins Geheimdienst ein Auge auf ihn. Von all dem erfährt er nichts. Brecht ist verunsichert. Auch Kolzow verhaftet in Moskau. Meine letzte russische Verbindung mit drüben. Niemand weiß etwas von Tretjakow, der japanischer Spion sein soll. Niemand etwas von der Neher, die trotzkistische Geschäfte abgewickelt haben soll. Literatur und Kunst scheinen beschissen. Die politische Theorie auf dem Hund. Das Wort. Eine in Moskau erscheinende Zeitschrift, die Brecht mit herausgibt. Nun tritt Fritz Erpenbeck der Redaktion bei. Ein erbitterter Gegner des epischen Theaters. Er ist Parteigänger von Georg Lukács, der die Doktrin des sozialistischen Realismus hochhält. 1937, als der NKWD sein 20. Jahr feiert und die Massenmorde ihren Höhepunkt erreichen, führt Lukács im Wort einen gezielten Angriff auf Brecht. Er wirft ihm Dekadenz und Modernismus vor. Brecht ist kaltgestellt. Er weiß schon, warum er nicht in der Sowjetunion im Exil ist. Gegenüber Walter Benjamin spricht er von gewissen verbrecherischen Cliquen, die in Moskau am Werk sind. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. In diesen finsteren Zeiten schreibt Brecht ein Stück, Die Erde bewegt sich. Später wird es Leben des Galilei heißen. Die Geschichte des Physikers, der gegen die Dummheit und die Barbarei kämpft, für ein neues wissenschaftliches Zeitalter. Der Krieg rückt näher. Brecht flieht weiter nach Schweden. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Auf dem Inselchen Lidingö findet er Unterschlupf. Auch hier kann er nicht sicher sein, die Wohnung wird durchsucht. Weiter nach Finnland. Und er schreibt für die Schublade. Der Aufstieg des Arturo Ui, Mutter Courage und ihre Kinder, der gute Mensch von Sezuan, Herr Puntila und sein Knecht Matti. Alles mit Margarete Steffin, die sich trotz ihrer schweren Tuberkulose für seine Arbeit aufreibt. Sie, Ruth Berlau, die Kinder, alle sind zusammen, auch in Helsinki. Immer bedrohlicher wird die Situation, man hat kaum Geld. Margarete Steffin geht es immer schlechter, die Hitler-Truppen rücken immer näher. Als einzige Zuflucht bleiben die USA, doch die Visa lassen auf sich warten. Die Behördengänge erledigt die Weigel. Brecht schreibt die Flüchtlingsgespräche, die im Bahnhof von Helsinki spielen.
Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustand kommen auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden. Um die Visa für die Brecht-Gruppe kümmere sich in den USA eine kleine Armee, schreibt Feuchtwanger seinem Freund nach Helsinki. Da war diese Sache, über die mein Vater sich so wahnsinnig geärgert hat, dass der Thomas Mann als einziger sich geweigert hat, für Brecht zu unterschreiben. Und das hat er ihm nie verziehen. In Finnland spitzt sich die Lage zu. Deutsche Truppen erhalten das Durchfahrtsrecht. Nazi-Flaggen werden gehisst. Als die ersehnten Pässe eintreffen, fehlen die Papiere für Steffin. Brecht wartet, bis sie ein Besuchervisum erhält. Die Abreise ist überstürzt, Steffin todkrank. Über die Sowjetunion will man mit dem Schiff in die USA. In Moskau wird Brecht freundlich empfangen. Doch er ist unruhig. Steffin bricht zusammen. Sie will, dass er weiterfährt, verspricht nachzukommen. Nur der Krieg und Lebensgefahr könnten sie abhalten. Brecht lässt sie zurück. Für ihn die letzte Möglichkeit zur Flucht. Der Eintritt der USA in den Krieg steht bevor. Auf der Fahrt nach Wladiwostok erfährt er von ihrem Tod. Seit du gestorben bist, kleine Lehrerin, gehe ich blicklos herum, ruhelos in einer grauen Welt, staunend, ohne Beschäftigung, wie ein Entlassener. Heim kann ich nicht gehen. Ich schäme mich, dass ich entlassen bin und im Unglück. Hollywood, the movie capital of the world. New talent is the constant cry. New faces for the screen. New names for the movie public. Schauhaus des Easy Going, nennt Brecht Los Angeles. Er fühlt sich nicht wohl. Das gemietete Haus sei eine Kleinbürgervilla. Man suche unwillkürlich an jedem Zitronenbaum ein kleines Preisschildchen. Dieses Preisschildchen suche man auch an den Menschen. Er zieht in ein größeres Holzhaus, aber in den USA passt ihm alles nicht. Und immer wieder wird ihm schmerzlich der Tod von Margarete Steffin bewusst. Es sei, als ob man ihm den Führer weggenommen hätte, gerade beim Eintritt in die Wüste. Wie er sich benahm, wie er sich anzog, wie er guckte, wie er sprach. Es passte alles nicht nach Hollywood rein. Man könnte gar nicht, man weiß nicht, wo man da anfangen soll. Für den Regisseur Fritz Lang, Emigrant wie er, schreibt er ein Filmdrehbuch zu Hangman Also Die. Doch Lang will es anders haben und setzt sich durch. Auch sonst fasst Brecht nicht Fuß. Man sei hier unaufhörlich Käufer oder Verkäufer. Man verkaufe sozusagen dem Pissoir seinen Urin. Die Engel von Los Angeles sind müde vom Lächeln. Am Abend kaufen sie hinter den Obstmärkten verzweifelt kleine Fläschchen mit Geschlechtsgeruch. New York, die Großstadt mit Theatern. Brecht hat lange gespart, um hierher zu kommen. Elisabeth Hauptmann trifft er wieder, Weil und Lotte Lenia und Ruth Berlau, die nach New York gezogen ist, um Brecht zu einer Trennung von seiner Familie zu zwingen. Sie wird schwanger, das Kind kommt zu früh und stirbt. Ruth Berlau verkraftet das nicht, sie beginnt zu trinken. Doch sie arbeitet weiter für Brecht, stellt eine Kriegsfibel mit Gedichten von ihm zusammen. Such nicht mehr, Frau, du wirst sie nicht mehr finden, doch auch das Schicksal, Frau, beschuldigen nicht. Die dunklen Mächte, Frau, die dich da schinden, sie haben Name, Anschrift und Gesicht.
Die Welt hungert und liegt in Trümmern. Wie kann man sich beklagen, dass man hier sitzt? Ich sah keine Möglichkeit, bis mir der Gedanke kam, dass diese hübschen Villen hier aus dem gleichen Stoff gebaut sind wie die Ruinen drüben. Als hätte ein und derselbe Wind, der die Gebäude drüben zusammenriss, allerhand Staub und Schmutz hier zu Villen zusammengewirbelt. In Hollywood trifft Brecht den alten Freund Feuchtwanger, Fritz Kortner und andere Emigranten. Man redet über die Zukunft Deutschlands. Thomas Mann findet es nicht unbillig, wenn die Alliierten die Deutschen nach dem Krieg züchtigen. Brecht ist entsetzt. Die Vorstellung einer Kollektivschuld ist ihm fremd. Die alte Gegnerschaft flammt wieder auf und die Lust an der Provokation. 2 seiner erotischen Gedichte unterschreibt Brecht mit Thomas Mann. Brecht und Charles Laughton, der Stückeschreiber und der Hollywoodstar. Gemeinsam übersetzen sie den Galilei ins Englische. Mit einer neuen Methode. Der Text entsteht beim Vorspielen. 2 Jahre arbeiten sie daran. Während der Proben fällt die Atombombe auf Hiroshima. Brecht schreibt das Stück um. Es geht nun um die Verantwortung des Wissenschaftlers. Galilei hat sie missbraucht. Am Ende klagt er sich dafür selbst an. Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können. Das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden. Die Aufführung findet in einem kleinen Vorstadttheater in Beverly Hills statt. Die Hollywood-Prominenz ist mäßig begeistert. Ohnehin sind sie wegen Laughton gekommen. Charlie Chaplin, Ingrid Bergman, Anthony Quinn. Das FBI bespitzelt Brecht. Man gibt sich alle Mühe, ihn als staatsgefährdenden Kommunisten zu denunzieren. Doch politische Kontakte hat er nicht. Er entdeckt die Wanzen. Helene Weigel und Martha Feuchtwanger machen sich den Spaß und tauschen am Telefon polnische Kochrezepte aus, die sie selbst nicht verstehen. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Verhör vor dem Kongressausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Tätigkeiten. Gezielt hat sich Brecht darauf vorbereitet, probiert wie ein Schauspieler, entschlossen, den beschränkten Schweig zu geben. Die entscheidende Frage beantwortet er wahrheitsgemäß. I was not a member or am not a member of any communist party. Your answer is then that you have never been a member of the Communist Party. That is correct. Well, that's very refreshing. You were not a member of the Communist Party for Germany? No, I was not. Only these are hands now making. Brecht gibt sich begriffsstutzig, spricht schlechtes Englisch und hat Erfolg. Er entgeht der Anklage. Wie damals bei der Flucht aus Deutschland schreibt er auf ein Foto, die Koffer sind gepackt. Diesmal für die Rückkehr. Am Tag nach dem Verhör verlässt er die USA. Für immer. Anmut sparet nicht, noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Zürich, erste Station in Europa. Noch zögert Brecht, nach Deutschland zurückzukehren. Er könne sich doch nicht in irgendeinen Teil Deutschlands setzen und damit für den anderen Teil tot sein. In einer Dachwohnung in Feldmeilen kommt die Familie unter.
Und wieder wird er überwacht. Diesmal ist es die Schweizer Staatspolizei. Er wurde bespitzelt, wie wenn er ein gefährlicher russischer Revolutionär wäre. Sie haben ihn mit wie sagt man da, so Wanzen und eingebaut und dass man richtig bespitzelt. Sie glaubten ja, er sei von der Komintern persönlich hierher geschickt worden, um die Revolution zu machen. Was natürlich ein Witz war. Auch in Zürich gibt es bald einen Brecht-Kreis. Therese Giehse lernt er kennen, trifft seinen Jugendfreund Kaspar Neher wieder. Am Schauspielhaus ist Brecht ein Name. Mutter Courage und ihre Kinder, Der gute Mensch von Sizuan, Leben des Galilei wurden hier während des Krieges uraufgeführt. Jetzt plant man Herr Puntila und sein Knecht Matti. Brecht hat keine Arbeitserlaubnis, führt aber inoffiziell Regie. Erstmals besetzt er die junge Regine Lutz. Geehrtes Publikum, der Kampf ist hart, doch lichtet sich bereits die Gegenwart. Nur ist nicht überm Berg, wer noch nicht lacht. Drum haben wir ein komisches Spiel gemacht. Ich kann mich nur zu gut erinnern, wie die Proben liefen, denn er war eben total anders als das Theater damals. Zum Beispiel Steckel, dieser wunderbare Charakterschauspieler, und Knut, der ja nur dieser listige Boy war, die waren einfach frappiert über die Art, was Brecht wollte. Denn er hatte einen Hass auf das Theater der einzelnen Schauspieler, die ihre Virtuosität zeigten, die brillierten. Bei uns war es immer so, und das habe ich gelernt von Brecht, dass die Rolle nur ein Stück vom Ganzen ist und niemals für sich allein brilliert. Und das war unendlich schwer, das den Kollegen abzugewöhnen. Die Diskussionszeit reduziert er auf 3 Minuten in 4 Wochen. Sein Konzept, so Brecht, lasse sich eben nur praktisch ausprobieren. Die Inszenierung ist erfolgreich. Für ihn freilich nur eine Vorübung. Er ist in die Schweiz gekommen und hat Ausschau gehalten, wo er nun seine Schritte hinwenden wird. Und ich glaube, der zuerst gekommen wäre, vielleicht wäre er da mitgegangen. Und ich glaube nicht, dass er aus der Ideologie heraus nach dem Osten gegangen ist, sondern er war ein Theatermann und er hat einfach ein Theater gesucht. Ein eigenes Theater, am liebsten in Berlin. Nach über 15 Jahren kehrt Brecht zurück. Als ich kam in die Heimat und sah den Rest zu stehen, da bekam ich einen Schrecken und wollte schneller gehen. Doch wäre ich auch schnell gegangen, so schnell wie einer, den's bangt, aus solcher Trümmerstätte wäre ich nicht hinausgelangt. Brecht und Weigel sind einer Einladung des Kulturbunds gefolgt, den die sowjetische Militäradministration gegründet hat. Ein Geschenk der Sowjets ist der Künstlertreff Die Möwe. Hier kommen zunächst alle zusammen, aus Ost und West. Noch herrscht Aufbruchsstimmung. Die Kultur, so hoffen sie, wird sich über die Zonengrenzen hinweg entwickeln können. Doch immer deutlicher zerfällt die Stadt in 2 Teile. Brecht ist für die Einheit Deutschlands auch später, als sich andere längst mit der Spaltung abgefunden haben. Schon am ersten Tag seiner Rückkehr nimmt er an einer Veranstaltung des Kulturbunds teil, hält aber keine Rede, er will sich orientieren. Der Empfang ist freundlich, doch Brecht notiert, zum ersten Mal fühle er den erstickenden Atem des Provinzialismus. Für die Westzone hat er nicht mal eine Einreisegenehmigung. In Berlin-Mitte, jetzt Osten, gibt es ein Angebot. Die Mutter Courage soll gespielt werden. Am Deutschen Theater. Die Proben dauern 3 Monate. Helene Weigel spielt die Hauptrolle, Erich Engel führt Regie, wie damals bei der Dreigroschenoper. Sonst ist einiges anders. Bei den Proben registriert Brecht, welch großen Schaden die Nazis angerichtet haben. Nicht nur die Theater, auch die Schauspielkunst liege in Trümmern. Brecht sagt immer Göring-Theater, also das Pathos der Göring-Theater.
diesen Pomp selbst der Filme, also Kolberg, der letzte Veit-Harlan-Film, der brach ja vor Buntheit, vor Bewegtheit. Und das war so die Kriegsvorstellung, mit der konnte man leben. Und da waren die Großen haben den Krieg gemacht und man ist selber sozusagen, hat viele Verluste, aber ist ein Opfer und das wollte er beseitigen. Und da hat er wirklich die Bühne so gemacht mit diesem Halbvorhang, dann diese Nüchternheit des Spiels, keine Farben, eine ungeheuer ästhetisch ausgewählte Skala der Töne, das heißt, es ist ja von großer Ästhetik, nicht, diese Sache. Man kannte die Ufa-Schauspielerinnen und man kannte die Großen des deutschen Theaters damals. Ja, waren keine Faxen. Aber es war eine ganz andere Art, den Vorgang darzustellen. Und die Courage sang hier neben dem Wagen hier fahren, und die Weigel sang das auch noch ins Publikum. Der Krieg ist nix als die Geschäfte und statt mit Käse ist es mit Blei. Mit seinen Läusen und Gewehren, Bagagkanone und Gespann, soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es Gute schon haben. Sagen wir, die Weigel zu charakterisieren, das ist eine Schauspielerin von einer genialen Normalität, die ihre gesamten Haltungen von Beobachtungen nahm. Der berühmte stumme Schrei, nicht? Damit ist sie berühmt geworden, wenn der Schweizer Käse erschossen wird, woran sie schuld ist, denn sie handelt so lange. Man hätte eigentlich erwartet, jetzt kommt ein ungeheuer antiker Schrei. Es kam nichts, es war stumm. Ich glaube, ich habe zu lang gehandelt. Die Inszenierung wird zum Sensationserfolg. Die Leute kommen aus allen Zonen. Helene Weigel erhält den Nationalpreis und Brecht eine eigene Schauspieltruppe. Das Berliner Ensemble. Die Intendanz überlässt er der Weigel. Organisation ist nicht seine Sache. Wieder hält sie ihm für die künstlerische Arbeit den Rücken frei. Sie hat ihm das Berliner Ensemble aufgebaut. Sie hat die Wohnungen für die Gäste besorgt. Sie hat die Leute, die arbeiten, die Bühnenarbeiter, die Schauspieler, das hat alles die Helly geschafft. Da fuhr sie in ein Textilwerk und sagte, ich bin Helene Weigel, Sie kennen mich als Mutter Courage, meine Schauspieler können nicht nackt herumlaufen, Sie produzieren Kord, ich brauche Kord. Sagte der, wie viel wollen Sie? 1 Meter, 2 Meter? Hat sie gesagt, nein, 500. Wir gingen alle in grünen Samt und noch jahrelang hinterher gab es Jäckchen und Käppchen für die Kinder. Es gab 2 Züge bei uns. Im einen Zug gab es warme Unterhosen, im anderen Ruhm und Ehre. Der eine Zug war Brecht, der andere Weigel. Und ich habe natürlich den von Brecht bestiegen. Aber die warmen Unterhosen waren ja schließlich auch was. Natürlich war er der geistige Kopf des Theaters. Aber das Theater organisiert hat ganz und gar sie. Wie sie 2 Kinder aufstellte, diesen Mann durchzog und dann noch den ganzen Harem hinterher. Ich habe mal, glaube ich, irgendwas gesagt, das muss doch furchtbar sein, dass sein Papa so untreu war, Billy so untreu war. Und sie sagt, ja, eigentlich war ja dein Vater ein sehr treuer Mensch. Leider zu vielen. Das stimmt ja, er hat ja immer das alte Bagage auch noch mitgeschleppt. In seinem Ensemble bringt Brecht Künstler des Exils und junge Leute zusammen. Auch aus dem Westen und aus dem Ausland holt er sie. Interesse sei für ihn der wichtigste Gradmesser des Talents. Und natürlich, ein völlig neues Theater soll entstehen. Man muss auch wissen, was heute gar nicht mehr klar ist, was dieser Mann, was der für ein Gewicht hatte in der Landschaft, was das für eine Figur war. Für uns, für Leute meiner Generation, meines Schlages, ne, war das wirklich, das war die Hoffnung. Ne? Das war das wirklich das antibürgerliche
gegen das Spießertum, gegen die Väter. Und dass sowieso, dass dieses ganz anders sein. Jetzt kann er alles anders machen. Endlich. Episches Theater. Zeigt, dass ihr zeigt. Das Theater als Theater zeigen. Verborgene gesellschaftliche Zusammenhänge sichtbar machen. Vergnüglich, sinnlich, leicht. Brecht bringt jetzt die Stücke auf die Bühne, die er im Exil für die Schublade geschrieben hat. Sein Lieblingssprichwort ist, der Geschmack des Puddings erweist sich beim Essen. Das heißt, wenn es nicht schmeckt, muss man es verändern. Text, Inszenierung, alles versteht sich für ihn als vorläufig, als Versuch. Er wurde gefragt, Brecht, also Kreidekreis 9 Monate, wie lange Probezeit braucht man eigentlich? Sagte, 1 Woche mehr. Nicht? Und er hat auch gesagt, ja, wissen Sie, ein Kaninchen trägt 2-3 Monate, ein Elefant 2 Jahre. Aber am Ende kommt dann eben ein Kaninchen raus oder ein Elefant. Ich habe noch einige bedeutende Regisseure probieren sehen, aber den Unterhaltungswert von Brechts Proben hat niemand erreicht. Hat ja auch öffentlich probiert. Das Haus war ja offen. Manchmal saßen auf der Probe 50 Leute drin. Meistens Ausländer, die was lernen wollten. Also die da gehört hatten, da ist was ganz Neues im Schwang und so weiter. Natürlich haben seine Theorien sehr viele Leute gelesen. Ich also, wie gesagt, nicht. Aber die haben immer zu mir gesagt, wie ist denn das, wenn du neben dir stehst? Wie stehst du denn neben dir? Ich wusste gar nicht, wovon die reden. Das Wort Verfremdung habe ich in den ganzen 10 Jahren Berliner Ensemble nie gehört. Nie. Niemals. Nicht ein einziges Mal. Das ist von Brecht wirklich kultiviert, dass er auf Proben sich wenn er sich wundern konnte über Dinge, also auch lachen konnte, dann war es für ihn ein Kriterium der Richtigkeit. Brecht probiert nicht nur eigene Stücke. Mit der Inszenierung des Hofmeister von Lenz im Jahr 1951 will er einen neuen Umgang mit Klassikern versuchen. Spielerischer, freier, einfach episch. Ich glaube, es war die absolute einzige Aufführung, wo das epische Theater wirklich zur Vollkommenheit gebracht wurde. Es war so eine ausgefeilte Arbeit. Auf dem Seil wurde da gearbeitet. Und der Erfolg war ja unglaublich. Ich habe noch in den Briefen nachgeguckt und da hatten wir 54 Vorhänge und daneben der eiserne noch dazu. Man kann sich das schwer vorstellen. Aber das Deutsche Theater hat damals wirklich getobt. Das ist vollendet, schreibt Westkritiker Friedrich Luft. In dem Stück geht es um einen Hauslehrer, der seinen Geschlechtstrieb durch Kastration zu bändigen versucht. Für Brecht Ausdruck des Untertanengeistes, der deutschen Misere, die er in der DDR keineswegs für überwunden hält. Dem Generalsekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, sind Brechts Erfolge nicht geheuer. Schon die Mutter Courage hatten linientreue Kritiker wie Erpenbeck denunziert. Jetzt beschimpft man Brechts Arbeiten als formalistisch. Ulbricht setzt Wilhelm Girnus als Spitzel an. Doch Brecht lässt sich nicht vereinnahmen. Im Jahr zuvor hat er sich einen österreichischen Pass beschafft. Schon wieder ein Skandal. Brecht will sich nicht an die DDR binden und auch im Westen wirksam sein. Im Exil hat er gelernt, wie wichtig es ist, einen Pass zu haben, der unabhängig macht. Die direkte Konfrontation mit der Parteiführung ist unausweichlich. Das ZK verbietet die Oper »Das Verhör des Lucullus«, die er mit Paul Dessau geschrieben hat. Eine Probeaufführung lässt man aber zu. Man will einen Misserfolg organisieren, nur parteitreue Genossen erhalten Karten. Doch es gibt Riesenapplaus. Eine Niederlage für Ulbricht. Ach, das war sehr komisch. Da kam der Dessau an und sagte, Brecht, ich hab's, die Lösung. Und hör mal zu. Warum? Und Brecht sagte, ja, wieso? Sagte, hast du nicht gehört? S-E-D. Das machen wir ganz am Schluss. Aber ich habe auch da geschimpft wie ein Rohrspatz, dass die da sich reinhängen in einer solchen tollen Sache. Aber andererseits, Papa hat gesagt, und da hat er ja recht, gebt mir ein Land, wo sich die gesamte Regierung, inbegriffen Präsidenten und Vizepräsidenten und
Minister hinsetzen und mit einem Autoren und einem Musiker über ein Stück diskutieren. Hat er auch wieder recht. Nach Gesprächen mit der Staatsführung macht Brecht Konzessionen. Er ändert den Titel in Die Verurteilung des Lucullus. Die Oper wird zugelassen. Kurz vor der Uraufführung bekommt er den Nationalpreis. Im Westen wirft man ihm vor, er lasse sich als Hofsänger Pankos missbrauchen. Brecht dazu, er habe seine Meinungen nicht, weil er hier sei, sondern er sei hier, weil er seine Meinungen habe. Im Osten wirft man ihm vor, eine Brücke nach dem Westen zu bauen und will ihn auf die offizielle Doktrin festlegen. Brecht dazu, er wolle nicht von Ulbricht lernen, wie man dichtet. Er tritt auf Veranstaltungen für den Frieden auf und wenn Deutsche mit Deutschen sprechen. Wenn Deutschland einmal vereint sein wird, sagt er, jeder weiß, das wird kommen, niemand weiß wann, wird es nicht sein durch Krieg. Sein Verständnis vom Umgang mit der nationalen Kultur demonstriert er an einer Inszenierung. Er wählt den Urfaust, nicht den Faust. Auf die Klassiker habe sich zentnerweise Staub gelegt. Aus dem Urfaust macht er eine Komödie mit riesigem Publikumserfolg, die bei der humorlosen Parteipresse auf scharfe Ablehnung stößt. Die Regie machte ausschließlich schlechten Spaß, der so weit ging, dass am Vorabend des 1. Mai die betrunkenen Studenten in Auerbachs Keller mit Stuhlbeinen taktschlagend gröhlten, der Mai ist gekommen. Eine ähnliche Verhöhnung des deutschen Volksliedes war bisher auf unserer Bühne nicht erlebt. Die Parteiorgane nehmen Brecht unter Beschuss. Volksfremde Dekadenz ist nur einer der Vorwürfe. Brecht habe die jungen Leute in die falsche Richtung geführt. Die Einstellung, die also damals in der Partei war, auch zum Teil unter den Dogmatikern, muss man sozusagen, war die Reaktion des Kaderleiters, des Personalchefs dieser Kulturabteilung, der mich dann fragte, na, warst du bei Brecht? Bei ihm hat sich furchtbar gestunken, hast das ausgehalten? Das heißt also, die hatten so ein, also ob das so ein Lumpenproletarier wäre oder, also es war so eine Missachtung vorhanden. Und ich glaube doch, dass diese Missachtung Brecht gegenüber in unterschiedlichen Variationen doch innerhalb der SED ziemlich weit ging. Und dann die Zerreißprobe mit der SED. Am 17. Juni 1953 demonstrieren Arbeiter in Ostberlin. Die Parteiführung ist geschockt und lässt im Radio Volksmusik spielen. Als Brecht das hörte, während draußen also demonstriert wurde gegen die Regierung, Puppchen, du bist mein Augenschein, sagt, jetzt reicht's. Dann hat er uns ein Auto gegeben. Wir fuhren zum Rundfunk mit der Elisabeth Hauptmann und sollten anbieten, dass Brecht und Weigel und Berliner Ensemble die Sendung übernimmt, indem wir den Streik begrüßen und fördern und sagen, aber es darf nicht zu einem Umsturz mit Gewalt ausgegangen, wo es nahe dran war. Und der Leiter vom Dienst, der sagt, es gibt überhaupt keinen Grund zur Erregung, das sind diese intellektuellen Bauchschmerzen von einem Brecht, der eben die Wirklichkeit nicht kennt. Und dann ist Brecht mit Rühlige, mir und Strittmatter da war noch bei, sind wir unter die Linden gegangen und dann hat Brecht mit den Leuten diskutiert. Den Streik begrüßt er. Die Existenz der DDR will Brecht aber nicht in Frage stellen. Die Situation spitzt sich zu. Sowjetische Panzer walzen den Aufstand blutig nieder. Für Brecht war klar, dass hier, das war die Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Also wenn die, sagen wir, Amerikaner nicht diese Besonnenheit gezeigt hätten und hätten befolgt die Wünsche der Westberliner Regierung, das war absolut drin und das war für Brecht die größte Sorge. Notwendig sei nun die große Aussprache mit den Massen. Der Regierung gibt er in seinem Gedicht die Lösung, den ironischen Rat, das Volk aufzulösen und sich ein anderes zu wählen. Das Gedicht veröffentlicht er nicht, aber er schreibt an Ulbricht einen Brief. Der Brief war eine Summe von Kritik an der Politik der Partei und eine Zustimmung zum Kurs der Partei im Großen und Ganzen. Und sie haben nur diese Zustimmung abgedruckt. War Brecht sauer? Wie? Aber sehr. Ich weiß, dass ich
eine Aktennotiz ans Politbüro geschrieben habe, dass sich Brecht beklagt, dass sein Brief nicht in vollem Wortlaut abgedruckt worden ist. Der verstümmelte Abdruck des Briefs im neuen Deutschland löst in der Bundesrepublik einen Brecht-Boykott aus. Man wirft ihm vor, ein kommunistischer Mitläufer zu sein, der die deutsche Kultur ideologisch unterwandere. Ich glaube, die Leute im Westen haben nie gewusst, wie kritisch er gegenüber der Regierung dort stand. Nicht, dass er es nicht unterstützen wollte. Das war das große Unglück für ihn. Er wollte das unterstützen und war doch sehr kritisch. Und das war ja das Schlimme im Osten, dass die nicht Kritik als Liebe verstanden. Und das ist immer eine traurige Sache, wenn man Kritik nicht so versteht. Im Sommer 1953 zieht sich Brecht in sein Landhaus in Buckow in der Märkischen Schweiz zurück. Die Ereignisse haben ihn mitgenommen. Der 17. Juni habe die ganze Existenz verfremdet, schreibt er. Die große Aussprache hat nicht stattgefunden, stattdessen Weißwäscherei. Und die alte Nazi-Bande sei immer noch da. Brecht wohnt im Gärtnerhaus. Helene Weigel daneben. In den Buckower Elegien sind die Schönheiten der Natur über Nacht in Frage gestellt. Der See nur noch eine Lache Abwaschwasser. Und die Silberpappel eine alte Vettel. Gewohnheiten noch immer. Die Teller werden hart hingestellt, dass die Suppe überschwappt. Mit schriller Stimme ertönt das Kommando zum Essen. Der preußische Adler, den Jungen hackt er das Futter in die Mäulchen. Es gibt auch Vergnügungen. Brecht listet sie auf. Beginnend mit dem ersten Blick aus dem Fenster am Morgen und endend mit der größten aller Vergnügungen: freundlich sein. Schüler kommen nach Buckow, Mitarbeiter und auch die Frauen. Wie schon im Exil sind sie in der Nähe. Ruth Berlau wohnt nicht weit und für eine andere befreundete Schauspielerin hat er ein kleines Haus besorgt. Das kleine Haus unter Bäumen am See. Vom Dach steigt Rauch. Fehlt er. Wie trostlos dann werden Haus, Bäume und See. Hat er Ihnen dieses Gedicht gegeben? Oder Hat er mir bloß hingelegt, ja. Ja, so habe ich gefreut. Ja. Na sicher. Wenn man fehlt, jemanden, dann ist die Freude einfach da. Ja. Viele, die mit Brecht zusammen waren, meinten, dass mit dem Beischlaf nicht nur Bestimmtes wechselt, sondern das Gehirn desjenigen übergeht in den anderen. Es gibt den Vorwurf gegen Brecht, er habe seine Frauen schlecht behandelt und sie ausgebeutet. Ja, aber die hätten ja weggehen können. Warum sind sie nicht weggegangen? Er hat sie ja nicht an Ketten gehalten. 7 Rosen hat der Strauch. 6 gehören dem Wind, aber eine bleibt das auch, ich noch eine find. Das ist für mich das Schönste. Ruf ich lieb, ja, 6-mal bleibe fort. Das ist also von der Dessauschen Vertonung. Also. Ja, und dann das andere, als ich damals von dir ging. An dem Großen heute. Sah ich, wie ich sehen anfing, lauter lustige Leute. Grüner ist seit ich so fühl Baum und Strauch und Wiese und das Wasser schöner kühl, wenn ich's auf mich gieße. Ist doch wunderbar, wenn eine Frau sowas aus einem Mann rausholt. Ist doch herrlich. Ob das das Gretchen ist oder ob das die Luise ist bei Kabal und Lieben, Schiller, alle haben diesen Moment gehabt, wo das Wasser schöner kühl ist, wenn man es auf sich gießt, weil da was passiert ist. Da ist etwas geschehen. Man ist heute nicht mehr die oder der man gestern war. Bis 1954 ist das Berliner Ensemble nur Gast am Deutschen Theater. Jetzt bekommt es ein eigenes Haus, das Schiffbauer Dammtheater.
Spitzel-Girnus rät Ulbricht zu, der Dichter könne nun seinen Primitivismus und Puritanismus nicht mehr durch mangelnde Technik entschuldigen. Brecht eröffnet mit Don Juan von Molière. Undeutsch, satirisch, komödiantisch. Dann der Erfolg mit dem kaukasischen Kreidekreis, den das neue Deutschland komplett ignoriert. Es ist das Ausland, das den Deutschen vorführt, wer ihr wichtigster Dichter ist. Beim Gastspiel in Paris feiern die Franzosen das Berliner Ensemble. Die Revolution Brechtienne wird zum festen Begriff. Es war für ihn natürlich ein ungeheures Erlebnis. Die klatschten nach vorn und plötzlich ging der Scheinwerfer in eine Loge und da stand ein einzelner Mensch, bescheiden, nicht? Versteht gar nicht, wie man ihm zuklatscht, war natürlich gespielt und die Leute applaudierten nach hinten. Jetzt plötzlich, jetzt war er da. 1955 erhält Brecht in Moskau den Stalin-Friedenspreis. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass er nur Ersatz für Thomas Mann ist, der den Preis nicht will. Der Westen antwortet mit einer Pressekampagne gegen den angeblichen Knecht Moskaus. Brecht verweist auf Charlie Chaplin, der im Jahr zuvor auch einen Preis in der Sowjetunion angenommen hat. Seinen Auftritt nutzt er für sein wichtigstes Anliegen. Was immer man ihnen einreden will, die Völker wissen, der Friede ist das A und O aller menschenfreundlichen Tätigkeiten, aller Produktion, aller Künste, einschließlich der Kunst zu leben. Die Lebenskunst als höchste Kunst und als Voraussetzung der Frieden. Dafür nimmt Brecht vieles in Kauf. Er bleibt in Ostberlin, wenn er sich auch Alternativen offen hält. Das Preisgeld legt er in der Schweiz an. Das macht unabhängig und das braucht er, um sich einzumischen. In Ost und West. Er sammelt Unterschriften gegen die Pariser Verträge, mit denen die Bundesrepublik in die NATO integriert wird. Und er kämpft in der DDR für die Unabhängigkeit der Kunst im täglichen Kleinkrieg. Das zermürbt, ist aber überlebensnotwendig. Denn, so Brecht, in der Kunst sei die leichteste Weise der Existenz. In ihr genießen die Menschen das Leben. Kurz vor seinem Tod schreibt er ein Gedicht, von dem man lange annahm, es sei in seiner Jugendzeit entstanden. Orges Wunschliste. Von den Freuden, die nicht abgewogenen, von den Häuten, die nicht abgezogenen, von den Mädchen, die Neuen, von den Weibern, die Ungetreuen, von den Künsten, die Unverwertlichen, von den Lehrern, die Beehrtlichen, von den Genüssen, die Aussprechlichen, von den Zielen, die Nebensächlichen, von den Elementen das Feuer, von den Göttern das Ungeheuer, von den Leben die Hellen, von den Toden die Schnellen. Er ist doch wirklich ja, das ist doch, und doch muss man lachen, nicht? Am Ende seines Lebens wohnt Brecht in der Berliner Chausseestraße, nur wenige Schritte vom Theater und direkt neben dem Friedhof, auf dem er später beerdigt werden wird, gegenüber dem Grab von Hegel. Es ist hier so, wie es immer war. Viel Platz zum Arbeiten, Diskutieren, freundlich sein. Das Wichtigste hat er auf der Flucht vor seinen Landsleuten um die halbe Welt geschleppt, die Schreibmaschine und das Bild von Konfuzius, dem chinesischen Philosophen. An der Wand die Masken aus dem japanischen Theater. Über eine schreibt er ein Gedicht. Mitfühlend sieht er an den geschwollenen Stirnadern, wie sehr es anstrengt, böse zu sein. Und neben dem Bett das Allerwichtigste, das Rollbild mit dem zweifelnden Mann, der dazu auffordert, das Gemachte zu überdenken, zu verändern und alles und sich selbst als vorläufig zu betrachten. Am 14. August 1956 stirbt Brecht in seiner Wohnung an den Folgen eines Herzinfarktes. 4 Tage zuvor hat er noch eine Probe besucht. Da hat dann Brecht über Mikrofon gesagt, ich soll runterkommen. Er möchte mir noch was sagen und dann bin ich dann die kleine, schmale Treppe runter. Und meiner Ansicht nach, er sah so
unvorstellbar schlecht aus. So grau. Angelika Hurwitz, die Gruschel, sagte dann zu mir noch, die Stimme Brechts klang wie aus dem Grab. Er gab mir die Hand und ich war so nah in Versuchung, mich zu beugen und die Hand küssen. Die Weigel lief herum und sagte, macht alles, was der Brecht sagt, sofort. Hört genau hin. Sofort, dass alles funktioniert. Es darf nichts passieren. Ne? Also, man hörte ihn auch, wie er mit dieser schwachen Stimme, mit der er da ins Mikrofon sprach, nicht? Und die Weigel flüsterte hinten, um Gottes Willen, passt auf, gebt Acht, dass der Brecht sich nicht aufregt. Ne? Das war das letzte Mal. Und nachher wusste ich, dass für mich der wichtigste Mensch für meinen Beruf in meinem Leben nicht mehr war. Wir haben noch ein Wärmfläschchen an die Füße gelegt und dann hat der Arzt ihn so leicht auf der Wange geschlagen und dann hat das letzte Wort, was Papa sagte, war, lass mich doch in Ruhe. Und dann war er weg. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Komischerweise, ich träume sehr oft von Brecht und spreche mit ihm, höre ihn auch noch reden und er sagt mir sehr vernünftige Dinge, aber eben in der Art von Brecht, die waren nicht schlüssig, das waren keine Anweisungen, sondern das waren Anregungen immer, oftmals auch falsche. Brecht irrte, das gehörte, glaube ich, gehört zu einem großen Mann, dessen Irrtümer oftmals wirksamer sind als die Wahrheiten kleiner Leute, nicht? Also wenn ich schreibe, ja, dann hört der Brecht mir zu. So, kann ich mal sagen. Er hört mir zu. Der hört mir zu, was ich da mache. Also. Sagt er manchmal was? Ja, dann sagt er mir ja. Ich habe dir doch gesagt, man kann aus jedem Satz von 5 Wörtern ein Wort streichen. Das sagt er mir dann schon. Und dann tun sie es? Na klar, und wie? Die Kunst zu leben, wie ist es mit dem Sterben? Kurz vor seinem Tod schreibt er in einem Gedicht, als ich in weißem Krankenzimmer der Charité aufwachte, hatte ich keine Todesfurcht mehr. Glauben Sie, er hatte Angst vorm Sterben? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, Joachim, ich glaube, dass jeder Mensch mit Fantasie Angst vorm Sterben hat. Man weiß doch nicht.